Herzlich willkommen bei unserem Webinar im Rahmen der Sonderschau Digitale Transformation. Mein Name ist Ronny Deuse, ich bin Softwareentwickler bei der Qualitype GmbH in Dresden. Gemeinsam mit meinen Kollegen möchte ich Ihnen unseren Showcase Flowvolution vorstellen. Ein Labormitarbeiter wird mit Hilfe eines LES durch eine Fließinjektionsanalyse geführt und bei der Dokumentation der Untersuchungsergebnisse unterstützt. Zur automatischen Durchführung bestimmter Routineabläufe werden Laborgeräte verschiedener Hersteller in den Ablauf integriert und durch ein LIMS-System orchestriert. Unser Ziel ist es, den Labormitarbeiter bei solchen Routinetätigkeiten zu entlasten und die Hände quasi frei zu haben für andere wichtigere Tätigkeiten. Schauen wir uns das ganz einfach mal an. Der Aufbau für den Showcase besteht im Wesentlichen aus 4 Komponenten. Einer elektronischen Pipette von Integra Bioscience zur Herstellung der Teilproben für die Verdünnungsreihe. Ein Autosampler von der MLE GmbH in Radebeul für das Liquid Handling, ein VIA für die Substanzanalyse und unser NeoLIMS ist zuständig für die Abbildung des Verfahrens, für die Prozesssteuerung, die Geräteanbindung und die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse. Das Ganze ist aufgebaut auf den iHEX-Waben der SmartLab-Systeme der TU Dresden. Qualitype entwickelt seit über 15 Jahren Laborinformationssysteme und spezielle Analysesoftware für den klinischen und den forensischen Bereich sowie für die Lebensmittelkontrolle. NeoLIMS ist unser Betriebssystem für smarte Labore. Und der Untersuchungsprozess im Labor beginnt mit dem Auftrag. Hier formuliert der Auftraggeber eine konkrete Anforderung mit einer Fragestellung für Probenmaterial. Die Anforderung bündelt alle diese Informationen, die für den weiteren Untersuchungsprozess wesentlich sind. Neo integriert eine Aufgaben- und Ressourcenplanung. Öffnet der Labormitarbeiter seine Probenliste, sieht er darin nur noch die ihm zugewiesenen anstehenden Aufgaben für die Untersuchung von Probenmaterial. Hier hat der Laborleiter bereits im Vorfeld im Rahmen der Labororganisation die Proben einzelnen Mitarbeitern zugewiesen. Der Mitarbeiter öffnet nun eine dieser Proben, überprüft die Informationen über die Probe und startet mit einem einfachen Klick die Untersuchung. Der Verfahrensablauf setzt sich aus manuellen und automatischen Arbeitsschritten zusammen. Für die automatischen Arbeitsschritte sind Laborgeräte notwendig, die wir mit Hilfe des SILA-Protokolls in das LIMS eingebunden haben. Für das SILA-Protokoll haben wir uns entschieden, weil es eine große Flexibilität und eine einfache Handhabung aufweist. Für den Start des Showcase-Workflows wählt meine Kollegin hier die Pipette, das Rack, den Sampler und das VIA aus. Ganz ohne den Labormitarbeiter geht es dann doch nicht. Meine Kollegin unterstützt den Workflow hier beim Liquid Handling. Sie entnimmt eine vordefinierte Probenmenge mit der Pipette aus einem Gefäß, hängt die Pipette in ein dafür vorgesehenes Rack und startet damit die Herstellung der Verdünnungsreihe. Alle wesentlichen Parameter, Probenmengen zum Beispiel, stammen dabei direkt aus der Verfahrensanweisung und müssen nicht mehr manuell eingegeben werden. Das Einhängen der Pipette in das Rack gibt das Signal zur Fortsetzung des automatischen Workflows. Jetzt arbeiten Autosampler und Pipette gemeinsam mit Hilfe des LIMS. Alle Steueranweisungen und Parameter, insbesondere die zu dispensierenden Teilprobenmengen, werden automatisch eingestellt und müssen nicht manuell eingegeben werden. Die TA hat jetzt die Hände frei für wichtigere Aufgaben, wie zum Beispiel Datenanalyse. MLE entwickelt seit über 35 Jahren OEM-Baugruppen und Geräte für die automatisierte Flüssigkeitshandhabung. Der Autosampler führt die Teilproben dem VIA zu und das VIA bestimmt die Konzentration verschiedener Parameter an Flüssigkeiten. In unserem Fall ist es die Konzentration an Phenolrot in der Lösung. Für die Bestimmung mehrerer Parameter können bis zu 8 Geräte nacheinander geschaltet werden. Die Analyse selbst dauert nur wenige Minuten. Das VIA produziert Rohdaten, die dann im Anschluss in einer extern angeschlossenen Analysesoftware ausgewertet und daraus die Konzentration bestimmt wird. Die Trennung von Gerät und Auswertesoftware macht absolut Sinn, da sie beides im Nachgang auch austauschbar macht. Sämtliche Ergebnisse aus extern angeschlossenen Geräten und der Analysesoftware werden automatisch im LES-System dokumentiert. Die manuelle Ergebniserfassung kann in diesem Fall entfallen. Das minimiert natürlich den Aufwand und reduziert die Fehleranfälligkeit des gesamten Prozesses. Flowvolution zeigt, wie einfach Verfahren und Prozesse in einem LIMS abgebildet, komplexe Routineabläufe schrittweise automatisiert und Laborgeräte und externe Analysesoftware in diese Prozesse integriert werden können. Die manuelle Dokumentation kann entfallen und durch automatische Dokumentation ersetzt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Labors haben die Hände frei und können sich auf das Wesentliche fokussieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank.